Ihr möchtet eine Miniaturenbase, ein Geländestück oder eine komplette Spielplatte mit Grasstreu dekorieren? Dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Denn ich zeige euch, wie ihr mit Grasstreu wahlweise flache Ebenen, buschige Wiesen und dichte Böschungen gestaltet. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Um Flächen ansprechend zu begrünen, braucht ihr im Grunde nur zwei Dinge. Erstens Streu. Genauer gesagt sollten es mindestens 2 Streusorten in leicht unterschiedlichen Farben sein. Einfach, damit eure Grünflächen abwechslungsreicher und realistischer wirken. Auch die Längen der Fasern spielen eine Rolle und hängen vorwiegend davon ab, was genau für eine Grünfläche euch insgesamt vorschwebt. Dazu gleich mehr. Zweitens benötigt ihr ein Hilfsmittel zum Auftragen der Streus. Das kann entweder ein Sieb, eine Grasspritzdose bzw. Pufferbottle oder ein elektrostatischer Begraser sein, der die optisch besten Ergebnisse liefert. Für kleine Flächen ist eine Grasspritzdose eine prima Alternative, während ein Sieb leider nur Wiesen mit flach liegenden Fasern hervorbringt. Zu allen 3 Tools habe ich euch oben ein ausführliches Vergleichsvideo verlinkt. Ich habe mir seit dem damaligen Video den Static King von Woodland Scenics zugelegt, da man diesen Begraser auch mit einem Netzteil betreiben kann und somit immer eine gleichmäßig hohe Spannung vorliegt. Zweitens hat der Static King im Vergleich zum bekannten Grasmaster von noch eine praktische Standfläche. Um nun direkt mit dem Begrasen loslegen zu können, habe ich abseits der Kamera schon mal eine kleine Landschaft vorbereitet, die ich aus Styropor, Rindenmulch, Terrariumsand und etwas Spachtelmasse gebastelt und mit verschiedenen Farben bemalt habe. Los geht's mit Streus von ca. 2 mm Länge, also sehr kurzen Fasern. Als Kleber mische ich ganz normalen Holzleim mit etwa 20–40% Wasser an, bis der Kleber fast so dünnflüssig wie Milch ist. Gebt ins Wasser gerne auch noch einen Mini-Tropfen Spülmittel oder Klarspüler, um die Oberflächenspannung des Klebers zusätzlich zu brechen. Statt die Fläche nun gleichmäßig mit dem Kleber zu bestreichen, solltet ihr vielmehr kreuz und quer tupfen. Besonders an den Rändern eurer Wiese vermeidet ihr so harte Kanten und damit auffällige Grasflecken. Zudem solltet ihr Steine und zwischendurch auch mal kleine Bereiche komplett auslassen. Startet dann mit eurer ersten Streusorte als Nebenfarbe und tragt nur hier und da etwas auf. Wechselt danach zu eurer gewünschten Hauptfarbe, um dieses Streu großflächig aufzubringen. Nach ein paar Minuten ist der Kleber angezogen und ihr könnt den Überschuss vorsichtig absaugen. Am besten mit einem Staubsauger auf niedriger Stufe und mit einer alten Socke über der Düse, die den Überschuss zum Wiederverwenden auffängt. Danach geht ihr nochmal ohne Socke und gründlicher über die Fläche. Fertig ist eure Wiese mit 2 mm hohen Halmen, die dank Elektrobegraser schön dicht beieinander und absolut aufrecht stehen. Wenn ihr allerdings mehr Volumen möchtet und eure Grünfläche eher unregelmäßig buschig aussehen soll, sind Streusorten von um die 6 bis 8 mm ideal. Tragt dafür zunächst wieder den Leim-Wasser-Mix auf, allerdings dieses Mal etwas kleinteiliger und weniger großflächig. Darauf kommt nun eure erste Streufarbe. Durch das elektrostatische Feld fallen die Fasern abermals senkrecht in den Kleber. Zumindest zum größten Teil, denn einige Fasern fallen auch quer und verhindern dann, dass weitere Fasern senkrecht in den Leim eintauchen können. Kippt daher zwischendurch kurz den Überschuss ab und startet einen zweiten Durchgang, um so möglichst dichte Grasbüschel zu erzeugen. Nach dem Antrocknen des Klebers und Absaugen des Überschusses wiederholt ihr diese Schritte mit eurer Hauptfarbe. Tupft dazu wieder Leim auf, der gerne auch mal in die vorhandenen Büschel gelangen darf. Danach sollten wieder mindestens 2 Durchgänge mit der neuen Streufarbe erfolgen. Anschließend absaugen. Fertig ist eure deutlich plastischere Wiese mit vielen fluffigen Grasbüscheln, auf der leichte Plastikminiaturen sogar problemlos stehen können. Natürlich könnt ihr Streusorten von 2 mm und 6 bis 8 mm auch kombinieren. Tragt dafür, wie eben gezeigt, zunächst die kurzen Streufarben auf. Nach dem Antrocknen des Klebers und Absaugen des Überschusses gebt ihr dann einzelne Leimtropfen in eure Wiese. Je nach Geschmack und Setting gegebenenfalls nur an den Rand bzw. in die Nähe von Felsen und Gebäuden, wo einzelne Grasbüschel eure Miniaturen weniger behindern.
Nach mindestens 2 Durchgängen mit der ersten 6 bis 8 mm Streufarbe und dem Absaugen des Überschusses geht's mit der zweiten 6 bis 8 Streufarbe weiter. Danach habt ihr eine dichte Grünfläche mit vielen fluffigen Grasbüscheln, die eure Wiese deutlich natürlicher wirken lassen, als wenn ihr nur 2 mm lange Streus verwendet hättet. Wer das jetzt noch steigern möchte, um zum Beispiel dichte Böschungen zu erschaffen, benötigt rund 12 mm lange Fasern und einen speziellen Kleber, wie zum Beispiel den Krauttack von Krautcover. Denn solche Kleber bleiben nach dem Auftragen extrem lange klebrig, sodass die Streufasern auch nach Minuten bzw. mehreren Streudurchgängen viel besser angenommen werden, als es verdünnter oder purer Holzleim könnte. Denn bei so langen Fasern sind pro Farbe mindestens 3 bis 4 Durchgänge nötig, damit erneut dichte Büschel entstehen. Euer Elektrobegraser sollte dabei stets besonders niedrig gehalten werden, damit das elektrostatische Feld möglichst stark ist und die langen Fasern so senkrecht wie möglich im Kleber landen. Kurzum, für lange Fasern ist ein Elektrobegraser leider Pflicht. Aber wer löten kann, kann sich so einen Helfer für wenige Euros auch aus einer elektrischen Fliegenklatsche günstig selber bauen. Anleitung dazu findet ihr über die YouTube-Suchfunktion. Hier nochmal alle Streulängen im Vergleich. 2 mm, 6 bis 8 mm und alles kombiniert mit zudem 12 mm langen Fasern am Rand. Und nochmals, einzelne Plastikminiaturen können problemlos auf 6 bis 8 mm langen Fasern stehen, ohne diese platt zu drücken. Bei schwereren Zinnminis, Großmodellen und Fahrzeugen sieht das natürlich schon anders aus. Als kleine Vegetationsinspiration hier noch eine Spielplatte aus meinem Spielplattenbuch, auf die ich auf 2 mm kurze Streu etliche Leimtropfen aufgebracht hatte, um in wenigen Minuten mit 6 bis 8 mm Streu unzählige Grasbüschel sprießen zu lassen. Und zu guter Letzt noch ein paar Bilder von einer Spielplatte aus meinem kommenden Buch Bemalung und Vegetation, auf der ich vorwiegend 6 bis 8 mm lange Fasern als Büschel aufgetragen habe. Nur in Ufernähe habe ich zusätzlich 12 mm lange Streus verwendet. Euch nun viel Spaß beim Begrünen eurer Miniaturenbases, Geländestücke und Spielplatten. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!